Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Hebammen-Sprechstunde von Ingeborg Stadelmann ist seit Jahren ein Bestseller unter werdenden Müttern und Hebammen. Dieser umfassende Ratgeber behandelt die verschiedenen Phasen der Schwangerschaft, Geburt, das Wochenbett und die Stillzeit. Und das mit einem besonderen Fokus auf ganzheitliche und natürliche Heilmethoden. Als erfahrene Hebamme bringt Stadelmann nicht nur medizinisches Fachwissen, sondern auch eine tiefe Wertschätzung für die natürlichen Prozesse des weiblichen Körpers mit. Dabei verbindet sie moderne Erkenntnisse mit traditionellen, bewährten Methoden wie Homöopathie, Bachblüten und Pflanzenheilkunde. Das Buch ist bekannt für seine zugängliche Sprache, praxisnahen Tipps und emotional einfühlsame Begleitung, die Unsicherheiten und Ängste nimmt. Es lädt Leserinnen dazu ein, ihre Intuition wiederzuentdecken und gestärkt durch diese besondere Zeit zu gehen. Die Hebammen-Sprechstunde ist daher für viele zur Begleiterin durch die aufregenden Monate vor und nach der Geburt geworden, sowohl für Schwangere als auch für Fachpersonal. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Ganzheitliche Betrachtung der Schwangerschaft. Ingeborg Stadelmann legt in ihrem Buch großen Wert darauf, die Schwangerschaft nicht ausschließlich aus medizinischer Sicht zu betrachten. Sie zeigt, dass diese Lebensphase ein tiefgreifender Wandel auf körperlicher, emotionaler und seelischer Ebene ist. Die Autorin unterstützt Frauen darin, auf ihre eigenen Bedürfnisse und die ihres Kindes zu hören. Stadelmann geht auf typische Beschwerden wie Übelkeit, Rückenschmerzen oder Schlaflosigkeit ein und stellt natürliche Heilmethoden vor, um diese Beschwerden sanft zu lindern. Dazu zählen Massagen, Aromatherapie, Pflanzenheilkunde und Ernährungstipps. Die enge Verbindung zwischen Mutter und Kind und die Bedeutung des Selbstvertrauens spielen eine zentrale Rolle. So vermittelt das Buch auch Zuversicht, dass jede Frau ihre eigene Strategie und ihren eigenen Rhythmus finden darf. Die individuellen Bedürfnisse stehen immer im Vordergrund und werden durch die vielen praktischen Hinweise unterstrichen. Stadelmanns Ansatz trägt dazu bei, Schwangerschaft als natürliche und positive Erfahrung zu erleben. Zweitens. Geburtsvorbereitung. Wissen, Vertrauen und Rituale. Die Geburtsvorbereitung zählt zu den Schwerpunktthemen des Buches. Stadelmann informiert umfassend über den Geburtsverlauf, gibt medizinisches Wissen verständlich wieder und beschreibt verschiedene Geburtsmethoden. Einzigartig ist der Zugang zu alternativen Vorbereitungsformen. Neben klassischen Atemübungen, Yoga und Beckenbodentraining integriert Stadelmann traditionelle Rituale, mentale Techniken und Heilpflanzen, um Frauen auf die Geburt einzustimmen. Sie berichtet, warum Geburtsangst oft entsteht und wie sich Frauen mit Zuversicht, Vertrauen und konkreten Übungen wappnen können. Bachblüten, ätherische Öle und Homöopathie werden zur Linderung von Stress, Unruhe oder körperlichen Beschwerden eingesetzt. Checklisten und Praxistipps helfen, die eigenen Wünsche für die Geburt besser zu formulieren und ins Gespräch mit dem medizinischen Personal zu gehen. Dieses Kapitel vermittelt, dass eine selbstbestimmte Geburt möglich ist, unabhängig davon, ob im Krankenhaus, Geburtshaus oder zu Hause. Drittens. Das Wochenbett. Erholung, Bindung und Heilung. Ein wichtiger Abschnitt widmet sich dem Wochenbett, einer oft unterschätzten Phase nach der Geburt. Stadelmann rät zu entspannter Regeneration, Ruhe und Klarheit über die körperlichen und emotionalen Veränderungen. Sie macht Frauen Mut, auf ihre eigenen Grenzen zu achten und Hilfe im Alltag anzunehmen, sowohl bei der Pflege des Neugeborenen als auch für die eigene Genesung. Beschwerden wie Dampfverletzungen, Nachwehen oder das Stillen werden ganzheitlich behandelt. Das Buch hebt die Wichtigkeit der frühen Bindung zwischen Mutter und Kind hervor und gibt Tipps für das Bonding sowie für den Aufbau einer sicheren Stillbeziehung. Traditionelle Hausmittel, Heilpflanzen und Wickel helfen bei unterschiedlichen Herausforderungen. Dadurch bietet das Buch nicht nur praktische Hilfestellung, sondern vermittelt das Gefühl, in dieser intensiven Lebensphase verstanden und unterstützt zu werden. Viertens. Natürlich heilen. Homöopathie, Bachblüten und Pflanzenheilkunde.
Stadelmann verknüpft in ihrem Ratgeber moderne Hebammenkunst mit bewährten, sanften Heilmethoden aus der Naturheilkunde. Umfangreiche Kapitel beleuchten den gezielten Einsatz von homöopathischen Mitteln, Bachblütenessenzen und pflanzlichen Präparaten für typische Beschwerden in Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. Besonderes Augenmerk liegt auf der individuellen Auswahl und Anwendung dieser Mittel. Neben den medizinischen Aspekten gibt Stadelmann auch ethische Hinweise und rät zu verantwortungsbewusstem, achtsamem Umgang. Zahlreiche Rezepturen für Tees, Öle oder Wickel werden anschaulich erklärt. So lernen Leserinnen, Infekte, seelische Belastungen oder Stillprobleme sanft zu begleiten, ohne sofort zu Medikamenten greifen zu müssen. Das Kapitel bestärkt Frauen, ihre Gesundheit eigenverantwortlich zu fördern und von der Vielfalt der Natur zu profitieren. Schließlich Selbstbestimmung, Intuition und die Rolle der Hebamme. Die Autorin ermutigt Frauen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und auf ihr Bauchgefühl zu hören, von der Auswahl des Geburtsortes bis zum Umgang mit medizinischen Interventionen. Im Mittelpunkt steht die Idee der Selbstbestimmung und das Vertrauen in den eigenen Körper. Ingeborg Stadelmann beschreibt anschaulich, welche zentrale Rolle Hebammen als Begleiterinnen auf Augenhöhe einnehmen. Sie stehen mit Rat, Wissen und herzlicher Fürsorge zur Seite, vermitteln Stärke und Orientierung. Das Buch fördert das Bewusstsein für die weibliche Intuition und ermutigt dazu, sich von gesellschaftlichen Erwartungen und überholten Normen zu lösen. Dadurch wachsen Selbstvertrauen und Mut, die Schwangerschaft und Geburt eigenständig und selbstbestimmt zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit der Hebamme wird zur Quelle von Sicherheit und emotionaler Stabilität. Zusammenfassend: Die Hebammensprechstunde eignet sich für alle, die einen umfassenden, fundierten und gleichzeitig sehr persönlichen Einblick in die Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit suchen. Insbesondere für werdende Mütter, die Wert auf natürliche und sanfte Begleitungen legen und die sich mehr Selbstbestimmung in dieser prägenden Lebensphase wünschen, ist das Buch ein wertvoller Begleiter. Auch für Väter, Partner, Angehörige und nicht zuletzt für Hebammen und medizinisches Personal bietet das Buch wichtige Anregungen, um Frauen individuell zu unterstützen. Der besondere Nutzen dieses Buches liegt in seiner ganzheitlichen Herangehensweise. Die Verbindung von modernen medizinischen Erkenntnissen mit alten Heilpflanzen und Naturheilverfahren, die emotional einfühlsame Sprache und die Fülle an praktikablen Tipps zeichnen das Werk aus. Statt allgemeiner Ratgeber gibt Stadelmann Leserinnen Tools an die Hand, um ihre eigene Stärke zu entdecken und selbstbestimmt durch Schwangerschaft und Geburt zu gehen. Gerade in einer Zeit, in der medizinische Abläufe oft im Vordergrund stehen, öffnet dieses Buch einen Raum für Natürlichkeit, Intuition und Wertschätzung. Im Vergleich zu anderen Büchern ist die Hebammensprechstunde außergewöhnlich praxisnah und herzlich, verbindet Wissen mit Empathie und Anregungen zur Selbsthilfe und ist daher eine wertvolle Investition für jede Familie, die diese besondere Zeit bewusst und gestärkt erleben möchte. Wenn Sie unterstützen möchten: Ingeborg Stadelmann, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.